So, wir sind südlich von Wien, im Wiener Becken. Ich bin schon gespannt, was es hier zu entdecken gibt. Kommen Sie mit. Bei Deltablock dreht sich alles um die Entwicklung von Rückhaltesystemen. Das Unternehmen bringt es auf 140 Mitarbeiterinnen, 12 Standorte und 45 Lizenzpartner weltweit. Was steckt hinter diesem Exportmeister? Diese Betonteile kennen Sie wahrscheinlich von der Autobahn. Das sind sogenannte Fahrzeugrückhaltesysteme. Und hier steht schon der Thomas. Grüß dich. Hallo Andreas. Thomas ist CEO, ja, aber auch auf dich laufen einige Patente. Du kennst dich richtig aus. Was müssen diese Teile können? Diese Betonschutzwände von Deltablock bilden auf der Autobahn im Fahrbahn-Mittelstreifen eine quasi undurchdringbare Schutzwand. Die ist dann gefragt, wenn ein LKW zum Beispiel von der Fahrbahn abkommen würde und das Durchbrechen zur anderen Fahrbahnseite verhindert wird. Und der Aufprall soll auch möglichst weich sein? Die Betonschutzwand soll ein gewisses Rückhaltevermögen haben gegen die schweren Fahrzeuge, aber auch weich für PKWs, sodass die Anprallheftigkeit so gering wie möglich ist. Die Kunst dabei ist es, die Weichheit mit der Robustheit zu verbinden und auch zu verhindern, dass ein LKW zum Beispiel beim Anprall schwere Bruchstücke lösen würde. Sehr spannend. Wenn ich ganz ehrlich bin, schaut das relativ von der Konstruktion sehr einfach aus. Es sind keine Chinesen, die euch das einfach nachbauen und dann euren Markt zerstören oder übernehmen. Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber seit 20 Jahren ist es uns gelungen, hier Technologieführer weltweit zu sein. Wir haben etliche Patente und die Betonschutzwände von Deltablock sind einfach die sichersten am Markt. Und durch diese vielen Technologien, die wir in dieses Produkt hineinbringen können, Technologien made in Austria, sind wir die gefragtesten, wenn es darum geht, zuverlässige Sicherheit auf den Autobahnen zu bieten. Und das können die Konkurrenten nicht so einfach kopieren. Aber ich habe eine Idee, komm doch einfach mit und wir schauen uns an, wie der Entwicklungsprozess so eines Deltablock Betonschutzwandsystems funktionieren würde. Sehr gern. Komm mit. Am besten, wir beginnen ganz am Anfang, bei der Konstruktion. So, wir sind hier im Entwicklungsbüro und da ist der Franz gerade am Konstruieren. Servus, Franz. Also wir sind hier genau an der Ursprungsstelle der Entwicklung. Hier wird zunächst im Entwicklungsprozess durch ingenieurmäßiges Ausprobieren und Austüfteln versucht, die Deltablock-Form, die Deltablock-Systematik am besten einzufangen. Wieso haben überhaupt alle diese Schutzwände diese Delta-Form? Ja, das ist durchaus eine spannende Sache, weil durch diese angestellte Form erreicht man zwei Effekte. Zum einen wird das Fahrzeug umgelenkt und kann dann wieder die Fahrspur aufnehmen und ist rückgeleitet. Und zum anderen wird das Fahrzeug auch etwas angehoben und dadurch wird die Anprallenergie, die man eigentlich nicht haben möchte, etwas abgefangen. Das hört sich jetzt recht einfach an. Also ich entwickle einmal diese Delta-Form fertig und mache das dann für alle Welt? Ja, so leicht ist es nicht, weil in jedem Land, musst du dir vorstellen, gibt es eigene Straßenbaurichtlinien. Somit muss man das Standardprodukt anpassen und in jedem Land etwas anders gestalten. Werden diese Mauern auch getestet, dann in echt, am Computer, oder wie macht man das Testen? Ja, das ist der spannendste Teil bei der Entwicklung. Damit diese Produkte und Schutzwände eine Zulassung erhalten, müssen wir zum Abschluss der Entwicklungsarbeit einen Crashtest machen, einen Full-Scale-Crashtest mit ferngesteuerten 38 Tonnen LKWs. Aber wir haben hier am Firmengelände auch eine eigene Testrampe, bei der wir unsere Elemente vorher testen, bevor wir zu den echten Crashtests kommen. Das können wir jetzt machen, die Rampen können wir... Ja, am besten ist, du kommst mit und schaust dir das gleich selber an. Also davon kann es ausgehen, dass er das sehen will. Na komm mit, ich zeig dir Und das. was machen wir da? Ja, nun wird also gecrashed. Ziel des Tests, es sollen sich keine Bruchstücke von den Blöcken lösen. Also, ich würde dich bitten, das ist der Auslösehebel. Ja, okay. Wenn du bereit bist, nachdem ich das Signalhorn betätigt habe, dreh den Hebel einfach nach links. Ja, ja. Und dann wird sich der Wagen in Fahrt bewegen und gegen unsere Wand krachen. Okay. Also, startklar? Ja. Gratuliere, dein erster Crashtest. Oh, geil! Super Job! Könnte sich noch jemand an der Rampe hier brauchen? Das kann man jeden Tag vorstellen. Macht Spaß, oder? Ist gewalt. Und alles so, wie du es vorgestellt hast? Ganz genau so sollte es sein. Wieder sehen wir, dass unsere Technologie mit Zero Debris Concrete, also der bruchstücklose Beton, wahnsinnig gut funktioniert. Selbst wenn ein 38 Tonnen LKW hier gegen so eine Deltablock Betonschutzwand fährt, dann kann sie den LKW zurückhalten, ohne dass sie zerbricht. Deltablock unterhält Tochtergesellschaften in Europa und Südafrika. Und auch hier im niederösterreichischen Wöllersdorf entsteht neuer Platz für rund 100 Mitarbeiterinnen. Das freut auch Konzernleiter Erich Frommwald. Also die Firma Deltablock wächst und gedeiht. Man sieht es auch hier wird gebaut. Wohin soll es noch gehen?
der Export, wohin geht es? Es gibt keine Grenzen. Ich war einer der Mitbegründer dieses Unternehmens vor 20 Jahren, bin schon sehr lange hier. Und wir haben damals mit einer Tochter in Deutschland begonnen. Mittlerweile haben wir 10 Firmen, von Schweden bis Südafrika. Das Erste, was derzeit am Fokus ist, ist sicherlich Südamerika, aber auch in Australien haben wir schon Lizenzpartner. Also no limits, weder von den Vertriebsfirmen noch von unseren Umsätzen her.